Egal, was du dir einfallen lässt, Tanja, du wirst es nicht schaffen, Lydia vom Schloss zu vertreiben. Wenn du sie auf dem Schloss halten willst, solltest du einen Gang hochschalten. Dein maroder Charme reicht da nicht mehr aus. Tanja, ich glaube keine Sekunde, dass du schwanger bist. Immerhin hat es jetzt nach vielen Jahren auch bei dir geklappt. Der Vater meines Babys ist Ansgar. Das hoffe ich. In deinem Interesse. Ansonsten bist du ganz schnell wieder da, wo du hingehörst. In deiner kleinen, miefigen, bürgerlichen Existenz. Natürlich weiß ich, dass es nichts bringt, die Wahrheit zu verschweigen. Das geht selten gut. Zumal es bei manchen Dingen nur eine Frage der Zeit ist, bis die Wahrheit für jeden sichtbar wird. Wie heißt es noch so schön? Neugeborene sehen dem Vater ähnlich, damit er sie nach der Geburt nicht verstößt. Danke, Kurt. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Nein, vielen Dank. Ich glaube, Sie werden erwartet. Ich wusste, dass du kommst. Ja, bei der Einladung konnte ich nicht Nein sagen. Du siehst bezaubernd aus. Ansgar, ich muss dir was sagen, das wollte ich schon ganz lange. Das hat bestimmt Zeit bis später. Komm. Andererseits, warum schlafende Hunde wecken? Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich meine, ich will mich ja nicht drücken. Oder vielleicht doch? I'm afraid someday you'll leave me. Willkommen zu Hause. Du ziehst ja wirklich alle Register, um mich vom Schloss zu überzeugen, ne? Ja, du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass ich so leicht aufgebe, oder? Nee, nicht wirklich, weil dafür kenne ich dich zu gut. Ja, und deswegen liebst du mich auch, denke ich mal, oder? Weil du so manipulativ und so selbstherrlich bist, dass es fast ans Unerträgliche grenzt. Wobei das mit dem Manipulativ bei dir gar nicht so einfach ist. Du bist ein ziemlich harter Brocken. Im Ernst, Lydia, ich will dich hier haben. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will morgens neben dir aufwachen und wissen, dass du abends da bist, wenn ich nach Hause komme. Oder auch umgekehrt, also. Aber das Gleiche will ich doch auch. Das ist doch schon mal gut. Ich kann natürlich verstehen, dass es für dich eine schwierige Situation hier ist auf dem Schloss. Tür an Tür mit Tanja und... Aber, weißt du, ich finde, eigentlich sollte es doch nur um uns gehen. Also um dich, um mich und um unser Kind. Und deswegen dachte ich mir, dass das hier dir vielleicht zeigt, wie ernst ich es meine. Das ist sozusagen meine Welt, die ich in deine Hände lege. Das ist ja... Mach's mal auf. Lydia, ich liebe dich. Ich möchte dich heiraten. Bitte. Sag ja. Wie bist du zum Diamantengeschäft gekommen? Auf einer Geschäftsreise für die Baufirma habe ich in Amsterdam einen Händler kennengelernt. Die Branche hat mich von Anfang an fasziniert. Ja, ich habe dann alles hingeschmissen und bin bei ihm eingestiegen. Alles hingeschmissen? Sebastian. Ja, ist doch wahr. Und wie viel wirft so eine Mine im Monat ab? Oder wie berechnest du das im Quartal, Halbjahr? Im Monat. Und ich bin zufrieden. Toll. Ja, echt toll. Und was ist bei euch so passiert? Du warst fast 13 Jahre nicht da. Welchen Teil willst du zuerst hören? Becky, bitte. Tja, ist doch wahr. Wenn du dich wirklich für uns interessieren würdest, dann hättest du dich schon längst gemeldet. Oder einen Brief geschrieben.
Und Internet gibt es ja wohl auch im Rest der Welt, oder? Ich will auch gar nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ich bin einfach abgehauen, hab euch im Stich gelassen. Euch alle. Aber das heißt nicht, dass ich euch vergessen habe. Ich will wirklich wissen, wie es euch geht. Ich bin Archäologin, Sebastian ist Anwalt, Tristan ist im Finanzgeschäft, Rebecca in der Modebranche. Uns geht's gut, Hagen. Uns ging's all die Jahre gut. Mode? Das passt zu dir. Ich weiß noch, wie du dich früher mal gerne verkleidet hast. Hagen, hör auf mit der Show. Du bist hier, weil Papa sterben würde ohne deine Knochenmarkspende. Und dafür bin ich dir auch wirklich dankbar. Aber dieses Hey, wir sind doch eine Familie Getue kannst du echt sparen. Das nimmt dir hier nämlich niemand ab. Auch wenn Becky etwas übers Ziel hinausgeschossen ist, aber so Unrecht hat sie damit nicht. Ja, schön hätte ich es nicht sagen können. Ich muss dann auch mal wieder los. Ich musste dich einfach fragen. Lydia, ich liebe dich. Ich habe noch nie für eine Frau so viel empfunden wie für dich. Bitte, sag ja. Ansgar, Es geht jetzt zu schnell. Nein, das ist es nicht. Ich weiß nicht, ob das Kind von dir ist. Was? Sebastian, als ich ihn verlassen habe, da war er so wütend auf mich und ich wollte noch mal mit ihm reden und bin aufs Schloss und... Um Gottes Willen, sag das nicht jetzt. Ich wollte es nicht. Was denn, er hat dich vergewaltigt? Schwein, ich bring ihn um. Nein, so war es nicht. Es ist halt einfach passiert. Er hat mir so leid getan. Und wir waren uns plötzlich wieder so nah. Aber Ansgar, ich liebe nur dich, das musst du mir glauben. Raus. Oh oh, das sieht ja ganz so aus, als hätte die Stunde der Wahrheit geschlagen. Oder sollte ich lieber sagen, zugeschlagen? Ich weiß, mein Rat kommt spät, aber Ansgar kann ganz schön aufbrausend sein. Was zwischen mir und Ansgar passiert, das geht dich überhaupt nichts an. Ja, vermutlich passiert jetzt auch gar nichts mehr. Ein Vaterschaftstest kann dich jetzt nur noch retten oder ins Verderben stürzen. Ach, hier geht's ja zu wie im Taubenschlag. Lydia? Hey, alles in Ordnung? Was ist denn passiert? Würdest du mich bitte nach Hause fahren? Jetzt gleich? Ja klar, komm. Gute Reise. Ach. Bist du also? Was soll denn das? Eins sag ich dir, wenn du Lydia noch einmal anfasst, dann bring ich dich um. Wie ich sehe, hat sie es dir gesagt? Scheißgefühl, oder? Wenn man so ganz plötzlich als Idiot dasteht. Verdammtes. Na, plötzlich doch Zweifel an der Überlegenheit deiner Gene? Fühlt sich verdammt beschissen an, oder? Wenn man nicht mehr weiß, woran man ist. Wenn die Frau, die man liebt, einen betrügt und verrät. Und man kann gar nichts dagegen tun. Das wird dir noch leid tun. Ach, Ansgar. Wir werden ja sehen, wie es ausgeht. Aber glaub mir, wenn ich wirklich der Vater bin, dann sind Sie und ich für immer aneinander gebunden. Und daran änderst du gar nichts. Und jetzt raus. Kannst du das jetzt bitte noch mal wiederholen? Nico. Jetzt versuch ja nicht, das runterzuspielen. Ansgar, er wusste einfach nicht, was er tut. Er hat dich geschlagen, das ist nicht zu entschuldigen. Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will.
Und ich glaube, er hat sich mir gegenüber noch nie so offen gezeigt. Und was mache ich? Ich sage ihm, dass mein Kind vielleicht gar nicht von ihm ist. Jetzt nimmst du ihn auch noch in Schutz? Und was kommt als nächstes? Oh, er hat mir eine Rippe gebrochen, aber ich bin ja selbst schuld, weil ich ein Handtuch falsch aufgehängt habe. Kapierst du eigentlich, was ich ihm gerade angetan habe? Ich kapiere vor allem, was er dir gerade angetan hat. Er stand in dem Moment einfach völlig neben sich. Deshalb darf er dich noch lange nicht schlagen. Was Ansgar getan hat, war falsch. Aber ich hätte viel früher ehrlicher mit ihm sein müssen. Super. Und jetzt? Was willst du jetzt machen? Willst du in Zukunft immer abwägen, was du ihm sagst und was nicht, damit er dich nicht wieder schlägt? Er sagt mir, dass er sein Leben mit mir verbringen will. Und zum Dank dafür erfährt er, dass ich ihn die ganze Zeit belogen habe. Ansgar ist wirklich der letzte Mensch auf der Welt, der über jemanden richten sollte. Morgen zusammen. Guten Morgen, Hagen. Und wie hast du geschlafen? Ich habe schon weitaus unbequemere Nächte verbracht. Lass dir das Frühstück schmecken. Gerne, danke. Und wann reist du wieder ab? Kannst du ihn einfach mal in Ruhe lassen? Ich weiß es nicht. Jetzt hoffe ich erstmal, dass Vater die Knochenmarktransplantation gut verkraftet. Er würde sich bestimmt sehr freuen, wenn du noch ein bisschen hier bleibst. Nicht nur Ludwig, ich auch. Wenn du willst, zeige ich dir nachher das Schloss. Klasse. Ich habe richtig Lust, den alten Kasten mal unter die Lupe zu nehmen. Wo darf ich heute? Hier. Danke. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, Graf Oh ja, Landstein? danke. Justus wollte dir gerade Kaffee einschenken. Das ist bei Tisch so üblich. Ach was. Ich nehme an, Königsbrunn wird nicht einstürzen, wenn ich mir heute den Kaffee ausnahmsweise mal selbst eingieße. Selbstverständlich nicht. Ich muss in die Firma. Immer noch das alte Arbeitstier, was? Wenn Sebastian sich nicht den Arsch für uns aufgerissen hätte, was glaubst du, wie es uns ergangen wäre, nachdem du uns einfach verlassen hast? Morgen. Ja Gott, nochmal, wenn Sie sich verlaufen haben, holen Sie sich einen Stadtplan. Wir sehen keine Auskunft. Mach ich. Danke für den Tipp. Hagen von Lahnstein. Ach, sieh an. Der verlorene Sohn. Ansgar von Lahnstein. Ah, mein Vetter. Ich habe schon einiges von dir gehört. Ich von dir leider gar nichts. Ich habe nicht gerade das Talent, mich bei meiner Familie beliebt zu machen. Das muss kein Nachteil sein. Und? Wo hast du denn so all die Jahre gesteckt? Hier und da. Zuletzt in Antwerpen und Afrika. Diamanten. Zurzeit bin ich aber ausschließlich wegen Ludwig in Düsseldorf. Das heißt, er ist über den Berg? Zumindest sind meine Stammzellen kompatibel. In 1 bis 2 Tagen sehen wir mehr. Du bist Teilhaber der Enterprises? Ja, allerdings. Mach dir keine Sorgen. Ich habe keine Ambitionen, in das Geschäft einzusteigen. Sobald es Ludwig besser geht, reise ich wieder ab. Na, das klingt doch mal vernünftig. Weißt du, noch so eine Lusche aus deiner Familie würde die Firma schwerlich vertragen. Du musst es ja wissen. Viel Spaß im Kreise deiner Lieben. Nicht mein Tag heute. Ach, Justus, ich werde heute den ganzen Tag bei meinem Mann im Krankenhaus sein. Geben Sie doch bitte Frau Linse Bescheid, dass sie beim Essen nicht mit mir rechnen soll. Sehr wohl. Ich komme später vielleicht auch noch vorbei. Oh, das würde Ludwig sicher sehr freuen. Glaubst du? Ich fühle mich miserabel, Elisabeth. Die Sache mit dem Gefängnis, was er alles durchgemacht hat. Ich habe das alles nicht geahnt. Aber ich bitte dich, Hagen, das konntest du doch gar nicht. Doch, wenn ich mich gekümmert hätte. Aber ich bin einfach abgehauen, wollte mich der Verantwortung nicht stellen. Und jetzt bekomme ich die Rechnung präsentiert. Und ich kann es keinem meiner Geschwister übel nehmen. Gib ihnen etwas Zeit. Ihr habt euch so viele Jahre lang nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Bitte reise nicht ab. Noch nicht. Dann glaubst du, dass sie mir noch eine Chance geben würden? Ich weiß es nicht. Find das raus. Ludwigs Krankheit war ein so großer Schock für uns alle.
Aber wenn diese Krankheit etwas Gutes, einen Sinn hatte, dann den, dass sie dich hierher gebracht hat. Und wenn einem das Schicksal einen derart deutlichen Hinweis gibt, dann muss man doch danach handeln. Also nutze die Chance. Sprich mit deinen Geschwistern. Du? Was willst du? Nachdem du weg warst, habe ich dir jedes Jahr eins gebastelt. 3 Jahre lang. Ich habe gedacht, vielleicht kommst du wieder. Dann saß ich da mit dem Geschenk und habe gewartet. Aber du kamst nicht wieder. Du warst einfach weg. Becky, das tut mir... Nenn mich nicht Becky. Meine Freundin nennt mich Becky und meine wirklichen Geschwister, aber nicht du. Unser Sohn. Das mit Sebastian, das ist einfach so passiert. Ich habe das nicht geplant. Du müsstest eigentlich wissen, wie sowas ist. Ja, Was ist denn jetzt los? Hast du Angst vor mir? Woher soll ich wissen, was du als nächstes tust? Was ist, wenn du deine Gefühle mal wieder nicht unter Kontrolle hast? Lydia, ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Und das soll reichen. Aber ich liebe dich, das weißt du auch. Lydia, wir werden das wieder in den Griff bekommen. Du wirst nicht mehr mit irgendjemandem anders ins Bett gehen und ich werde dich niemals wieder schlagen, okay? Versprochen. Verdammt nochmal, du machst mich verrückt. Ich kann an nichts anderes denken. Ich kann mich an nichts anderes konzentrieren. Ich brauche dich. Und ich will dich. Weißt du noch, wann das gemacht wurde? 1 Woche, bevor ich weggegangen bin. An dem Sonntag wolltest du mich ganz früh wecken, damit wir in den Zoo gehen. Ich war so aufgeregt, ich habe fast gar nicht geschlafen. Ich lag morgens wach im Bett und habe auf dich gewartet. Aber du hast nur deinen Rucksack geholt, bist die Treppe runter und einfach weg. Ich bin zum Fenster gerannt und habe gesehen, wie du aus dem Haus gegangen bist. Ohne dich ein einziges Mal umzusehen. Du bist einfach abgehauen. Ich habe auf dich gewartet, aber du bist einfach abgehauen. Du bist echt unglaublich. Ich hätte mir nie verziehen, wenn ich dich verloren hätte. Hey, ich weiß gar nicht, wie ich dich jemals schlagen konnte. Das ist vorbei. Und ich werde dich auch nie wieder betrügen, versprochen. Meinst du, es wird lange dauern, bis wir uns wieder vertrauen können? Ich habe das schon mal gesagt. Lydia, du bist die Frau meines Lebens. Ich
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu einer Frau sagen würde, aber ich würde einfach alles für dich tun. Für dich und dein Baby, egal wer der Vater ist. Ich habe dich das schon mal gefragt und... Ja, ich will. Jetzt gehören wir für immer zusammen. Lass mich. Kann ich nicht wenigstens einen Satz sagen? Nein. Auch nicht sowas wie, ich bin echt das Allerletzte? Überflüssig, das weiß ich schon. Ich wollte dir nicht wehtun. Als ich damals abgehauen bin. Weißt du, was ich da mitgenommen habe? Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, Rebecca. Aber ich habe dich nicht vergessen. Ich weiß, ohne Wahrheit, ohne Ehrlichkeit kann keine Beziehung funktionieren. Ohne ehrlich zueinander zu sein, sollte man nichts zusammen aufbauen. Danke, ich mach. Manchmal tut die Lüge weh. Und die Wahrheit auch. Aber nur, wenn du es wirklich willst. Ich möchte nicht, dass du es nur meinetwegen tust. Manchmal muss man seinen Bauch entscheiden lassen, was er tun will. Ohne nachzudenken. Doch ich will es. Ich will mit dir auf Königsbrunn leben. Hey, du glaubst gar nicht, was mir das bedeutet. Und manchmal sollten wir einfach nicht auf andere hören, sondern auf unser Herz. Und darauf vertrauen, dass es uns den richtigen Weg gewiesen hat.